Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei dem verrückten Vogel aus der Nachbarschaft. Motori hier. Ja, das war genau das erste. Gute Nacht. Ja, kommt rein, gute Nacht, das haut wieder ab, ne? Aber richtig geil, ne? Ich muss mich gerade noch nach hinten beugen, ey. Hey ho, Sacker, selber Sacker, Mann. Sacker-Macker, Alter. Aber jo, schön, dass du reinschaust. Und jo, wir machen mal wieder seit langem, weil letzte Woche ging es ja nicht. Gestern wollte ich schon sagen. Letzte Woche Donnerstag musste ich ja zum Tierarzt, das ist ja ein bisschen ausgefallen. Und da habe ich gedacht, machen wir jetzt noch ein bisschen FTO weiter, weil wir wollten, wir sind nicht mehr bei der Hälfte der Story, ne? Das ist noch so viel. Ey, Halleluja. Oh Gott, do you know the way? Ja, immer vorwärts, Mann, immer vorwärts. So, und wenn wir schon dabei sind, ne? Plaps. Ich muss erstmal hier den YouTube-Chat erstmal ein bisschen besser platzieren. So, hier hin. So, wunderbar. Da ist der YouTube-Chat auch noch ein bisschen besser geplatzt, ne? So. Mal sehen, wie lange ich aber bleibe. Ja, ne, du musst ja morgen früh wieder raus, ne? Ist aber auch absolut verständlich. So, du bist pausiert. Mal gucken, vor allem das Lustigste ist, mal gucken, ob gleich wieder der Adapter wieder gleich sagt, nö, ich kack gleich wieder ab. Und was hast du bisher so Schönes getrieben, halt mehr? Schön, dass du reinschaust. So, ich starte mal das GMO. Sound ist auch an, wunderbar. Können wir mal locken. Ah, wunderbar. So. Und damit haben wir auch erstmal zumindest nicht mehr so viele Flackern. Das ist nicht, also sagen wir 90% besser auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir gut wieder zu tun. Wir haben ein bisschen was zu wow, wir haben sogar reduzierte AP-Kosten. Nö, haben morgen spontan frei bekommen, weil darf nächsten 2 Wochen 6. Und sehen, weil bin ja seit 53 wach. Ja gut, ne? Das ist ja zum Glück nicht mein Problem, ne? Was haben wir denn alles als Gegner? Das schreit nach Berserker. Ja, Kamui. Feuer frei. Ja gut, ich habe mir wieder schön karibischen Tee gemacht, also auch dann für morgen. Oh, geht direkt in den Kampf? Das sieht ja ziemlich easy aus. So, Ultra. So, erstmal wieder ordentlich zurücklehnen hier. Kaigan. So, erstmal alles durchbuffen. Kushiga aus dem Rücken. So, ich schlaf einfach auf deinen Kopf und sammel. Oh, nee. Du kannst was anderes voll sammeln, aber ich nicht, Mann. Megami Beam. Kommst du mit dem Knuckles und dann sammelst du mir damit um den Kopf oder was? Oh yeah! Miyamoto! Guck mal, jetzt kommt noch Overkill hinterher, ne? Michaimasu? Chisai desu ne, maybe. Oh Gott. Alles kann ich brauchen, aber keinen sabbernden Nacken zu bekommen. Die Kiefersammlung ist wieder größer geworden. Blam, blada, blam, bada, bam, bada, bam. Gucken, war das jetzt nur so ein Kampf? Okay, das war nur ein Kampf an sich. Oh, kacke, ich weiß, was passiert. Ich glaube, der Wald ein bisschen, ne? Das wurde mir übrigens von meinem Mod auch schon ganz am Anfang gespoilert, ne, das Ding. Ach, schön. Ich liebe Spoiler, Mann. There I can see the Welsh woods now. Oh no, they are burning. It's okay, I'm sure everyone found a good place to hide. Let's split up. One team take out the enemies, the other put out the fire. Attribution, Da Vinci, Moto, you come with me. Alright, we take the other side. Percival, Gareth, let's go. Bite, ey, so. Geht's aber einem Bite hier, Alter. Jetzt geht's los hier. You heard the High Queen's orders. Use fire, burn these rotten, filthy woods to the ground. Let us be a warning to the foul scoundrel calling themselves the Fairy King. Oh no! No!
please, no. No. Oh, please leave us alone. Please don't hurt us. Oh Gott, die armen Kleinen. Oh no, it hurts. We don't want to die. Oh Gott, Alter, das ist so sad. Weißt du, da habt eine Freundin, die ist eine dicke Hohlbirne. Ja gut, was hat sie denn angestellt? No, we're too late. There's the Fairy King. Capture him. We must bring him before Her Majesty. Is that the Child of Prophecy with him? But Her Majesty wasn't anywhere near that vicious when I saw her in Camel. Ja, ich glaube, der ist tot. Ah, you! Archer, right, this must be what happened in Tintagal. Come on, Imoto, we need to go after Altria. She's not herself right now, she'll die here if you don't do something. Got it, leave it to me. Ich war auch platt, Jungs. Oh, so platt. Alter, aber hast du Altrias Augen gesehen? Oh, richtig krass. Oh wow, Formation restricted und zwei Servants, get to your guest, ja, Ach komm, vielleicht bei Urias, guck mal, hast du? Oh na gut, naja, komm, wir nehmen Urias hier. Yes. Ach guck mal, die ist sogar ganz vorne. Komm her. Neben... Ja, komm. So, warte mal hier. Du kriegst das. Du kriegst das. Und du kriegst das. So, rein damit. Und let's go. Sind zu dritt in der Stadt verabredet. Der eine schreibt sie 14:30 Treff. Wir schreiben sie 13:30 Treff. Durfte eine Stunde in der Stadt warten, während Pisswetter war. Konnte mich aber zum Glück noch runterstellen. Oh Gott. Das hört sich ja nicht so nice an, ne? Und das ist ja auch ziemlich einfach. Das ist ja auch so fast One-Shot-Kombo. Ja gut, da hat sie sich bestimmt vertippt und selber dann wahrscheinlich nochmal kontrolliert, schätze ich mal. Aber meistens kontrolliere ich dann, was sowas angeht. Da gucke ich immer meistens immer drüber, was Zeiten angeht oder so. Bacchini. So, hier nochmal drauf. Arzt. Was? So, nochmal Damage. Ja, komm. Mr. Jo, du machst das vernünftig. Ja, ne? Muss ja eigentlich. Auf da! Ich mach dich kaputt. Ich glaube nicht, dass es überleben werden. Chisai, das ne. Nee, ist aber wirklich so, du musst also sowas, also, ne. Zeiten sind halt wichtig, ja. Na, vor allem, ich hab ja Bandiaggio. Ja, die sind eh schon tot. Ja, ich sag's doch. Ich habe ja für nächstes Jahr dann für mich und meinen Mod und die ganze Family haben wir dann Urlaub am Ostsee, aber habe ich besorgt. Und da haben wir uns dann ein Hotel gemietet und da müssen wir immer ein Jahr im Voraus. Und das ist jetzt exakt genau, eigentlich sind wir schon so ein bisschen drüber. Und da wollten wir eigentlich die Woche davor, aber der Freitag war schon komplett raus. Ja, mit den Mods, ne? Und da geht's dann eine Runde an die Ostsee für eine Woche. Nächstes Jahr dann. Na, bam, bam. War ja auch schon ewig nicht mehr. Where are you going? Don't you dare to run from me. Ja, läuft, ja, ne? Muss ja auch mal wieder. Es ist, ne, war ich mal das letzte Mal im Urlaub, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. You think you can just kill everyone and leave? Well, I won't let you, I swear it. Please come down, Atria. Oh Gott, Altria ist richtig. Let go of me. They're going to get away. I have to make them pay for... Platsch. Oh. I'm sorry, I was so blinded by anger that I just... It's okay. I shouldn't have done that. Come on, let's see if there are any survivors. Ich hoffe mal.
Okay, maybe there are some up in the trees like there were before. Oh. Oh! It's no use, you're half a day too late. We killed the last of them hours ago. All that's left is to burn the woods. This is what came of your ringing the bell, Child of Prophecy. Das heißt, wir gehen jetzt geht's gleich hart auf hart. Ne? 2? Wieso kostet nur 2? Letzter Urlaub von mir war ich so groß, das passt sich noch in den Kinderwagen. Jedenfalls der letzte Urlaub, in den ich mich erinnere. Ja gut, dass du dich da noch erinnern kannst, wenn du in den Kinderwagen gepasst hast, ne? No. Nee, also wie gesagt, das ist schon extremst lange her. Bei mir. Und mal schauen, vielleicht... Das ist ja noch so ein kleines Secret. Vielleicht gibt es dann auch einen neuen Zuwachs zu der Tori-Familie, ne? Aber mal schauen. Weil momentan mit meiner Dicken halt, das sieht halt echt nicht gut aus. Die hat aber fressen tut es halt momentan wieder relativ gut. Es bleibt aber gleich, die gewinnt halt kein Gewicht dazu, sondern es hält sich. Wen hast du geschwängert? Ja, das hättest du gerne. Da, Shadow Foxy, der echte von... Ah, er ist jetzt so, ja, ich sehe es, der echte. Der echte Foxy ist da. Und hey, geht los hier. Na, was hast du bisher so Schönes getrieben, Foxy? Und schön, dass du reinschaust, du olle Socke. Nein, aber das verrate ich noch nicht, wen ich geschwängert habe. das kommt alles noch, kommt Zeit, kommt Rat. Aber nee, Nightmare, ich muss halt momentan übelst auf die Kleine halt aufpassen, auf mein dickes Monster. Zuwachs bedeutet Kind, ja, ne? Ein bisschen pelzig vielleicht, aber... Niemand. Alles plus das nicht, Mann. Wir wollen auch den Händchen nicht multiplizieren, Mann. Einer reicht davon doch. Und ja. Ich muss halt gucken, weil die hat halt über Kreuz ihre Zähne irgendwie verloren. Deswegen ist wahrscheinlich Kauen für die so ein bisschen doof. Und der Zahn wird halt immer länger, weil die auch kein Heu mehr frisst, weswegen auch immer. Das Problem ist, Meerschweine müssen ja Heu fressen. Erstmal für die Verdauung und für die Zähne, zur Regulierung der Zähne ist das halt, ne? Und das größte Problem ist, die anderen zwei, die halt ausgefallen sind, wer weiß warum, die wachsen nicht nach. Normalerweise wachsen die richtig schnell nach bei Nagetieren. Die wachsen so schnell, das kannst du am nächsten Tag schon sehen, wenn die ausgefallen sind am Tag davor. Und ich sehe bei meiner Dicken gar nicht. Also... Wenn die da halt noch andere Probleme mit den anderen zwei letzten Zähne da bekommt, dann muss ich wahrscheinlich nochmal zum Tierarzt und dann muss ich Ende im Gelände machen, glaube ich. Weil sonst verhungert mir die ja. Die verhungert mir ja sonst, wisst ihr, darauf habe ich auch gar keinen Bock. Aber drücke dir die Daumen, dass die Kleine noch sehr lange durchhält. Juhu, danke dir. Das Problem ist halt von den ganzen, wie sie sich jetzt halt gibt, das sieht nicht gut aus. Die zieht sich halt komplett zurück. Du weißt ja halt vielleicht, was Tiere machen, wenn sie sterben. Die ziehen sich halt komplett zurück. Die ist halt wirklich nur noch an einer Ort und Stelle, da wo es dunkel ist, so richtig dunkel ist, so schön verzogen, weißt du. Und kein Tönchen gibt sie mehr von sich und so. Also die kommt zwar noch, wenn ich so mal Futter mache oder so, kommt sie mal kurz an, schnappt sich in so ein Ding, aber die knabbert auch nicht wirklich lange dran. Und Foxy, du alte Socke! Na du! Tumbling away. What are you even doing here anyway? You're supposed to be fighting Woodboos now. Did you leave Londinium undefended just to come here? Ne, leider nicht, kenne das nicht. Ne? Das ist halt Verhalten von den Tieren. Das ist allgemein, sagen wir mal, was Tiere so immer gerne machen, dass die sich dann halt zurückziehen, weißt du? Das ist bei Hunden so, das ist bei Katzen so und das ist bei allen anderen auch so. Dass die sich sozusagen ein bisschen zurückziehen zum Sterben, ist das immer so in ihre Ecke und dann, dass sie da in Ruhe sterben können. Und so sieht das halt bei meiner Kleinheit aus momentan. I can't understand it. Nothing you do makes sense. The weak are meant to obey the strong. As long as they do that, they will one day get to enjoy the strong's remains. If they cannot understand it, then the strong have no obligation to protect them. Child of Prophecy, foreign mage, if you are prepared, I am willing to accept your surrender. Pfft, sieh's aus! My only mission today was to cleanse whales. I don't have orders to eliminate you.
But if you insist on fighting, I will burn you along with these words. Looks like we have to defeat her if you're going to protect the forest. Yep. Don't worry, I have a perfect anti-Gawain countermeasure in mind. You can stop her from sucking up magical energy with the decoy. That said, I only have 3 of them, so they won't last long. We need to hit her fast and hard, Modo. Bin heute nicht so motiviert, bin 5 Mal hintereinander hin... Ih, wie hast du das geschafft? Das musst du mir mal erläutern, Foxy. Wie hast du das geschafft? Ich hoffe, du hast dir wenigstens die Wege da dabei. So. Ein NPC-Servant. Bla 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 bla. Wie nehmen wir da? Ich glaube der hat One-Hit sei schon. Ganz hinten sogar, warte mal. Line-Up. Und dich mal vor. Komm hier. Zack. Zack. Wo eigentlich supporten, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, ob das ja schon der volle Kampf ist. Komm hier, das ist eigentlich, ich hab kaum Arschers, ne? Wie du siehst, ich hab richtig kaum Arschers. Oh holy, warte mal. Ich weiß, wen wir noch reinnehmen. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Da! Komm her! Hier, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das. Haben wir noch? 13 Punkte haben wir noch. Perfekt! Perfekt! Mensch, das sieht doch gut aus. Na, das sieht doch richtig gut aus. Fatal Battle. Das ist eine ganze Menge, 500.000 hat sie. Zweiter Command! Bin hingefallen, dann bin ich aufgestanden und bin dann ausgerutscht und das so... Hast du da so eine Kettenkombo gemacht oder was hast du da gemacht, bitte? Das ist ja fast wie so ein Comicbuch. Aufgestanden. No. Oh, ey, das hört sich ja fast wie so ein Comicbook an, ey. Go Gift. Das habe ich auch noch nicht gehört. Hier, okay, kann ich nicht genug, aber hier. Hier. Ja, dann da. Komm hier, wir haben Arzt. Kriegst Arzt. Hier, ignore div. Einer. 20, nice. Sollte mir lecker, wahrscheinlich besser aufheben. Kinyu. Yes, das gefällt mir. Ich komme immer noch nicht auf diesen Moment. Ja, das glaube ich dir. Das ist sowas, das erlebt man, glaube ich, nur einmalig, hä? So, das wird jetzt richtig weh tun. Zumindest hoffe ich das. Wie, wenn nicht? Das war doch ein bisschen weniger als ich mir erhofft habe. Oh, Crit. Das ist ja echt ein bisschen weniger als ich mir erhofft habe. Aha, Magical Decoy. Storm Eater. Aua, ey! Alter, richtig frech. Der Vogel kommt bald von meiner Wand. Der Vogel kommt bald an meiner Wand. Was komme ich an deiner Wand? Was geht jetzt los, Paddy? Und hey, Hallöchen, dass du reinschaust. Willkommen. Wir verkloppen, oder? Ich lasse mich gerade verkloppen von der Tamlin Gawain, ne? Aber das hat keiner auf Video aufgenommen, oder? Foxy, kann das sein? Mal 9, wie viel? Ach, ich brauche 10. Das hat echt keiner auf Video aufgenommen, ne? Piu. Das wäre richtig cool, wenn das auf Video hätte aufgenommen, ne? Erst so. So machen wir das. Weg mit den Debuffs vor allem.
それはいつか来る兆しの星。誰に呼ばれるまでもなく、あなたは星をかざすでしょう。Das Dümmste, was ich war, da war ich hinten bei meinen Eltern noch im Garten und da habe ich so eine Furzkette gemacht. Ja, das war das Einzige, was bei mir immer so urkomisch war. Ich habe bestimmt über 10 Stück, Mann. Du hast mit an meine grünen Wand hängen. Oha. Oha, wer das auf Video war, schon gekillt, ich glaube auch, ey. Ja, Tag. 0 Verweise, oh nice. Nice. Muss mir aber mal zeigen, was da abgeht. 50. Oh, nicht die 50%. Obwohl, nee, kann ich nicht. Hier, komm. So, wunderbar. Aber wir haben ja noch Damage Buff. Warte mal, wisst ihr was? Wechsle ich Altria? Komm. Komm, wir wechseln Altria. Mehr Damage! So, ich sag, du triffst mit deinen 15% Kritrate. Wehe, der trifft nicht. Wehe, der trifft nicht, ne? Dich hebe ich mir für später auf, oder? Nee, warte, das ist gar nicht mal so doof. Let's go. Schade, aber Foxy, ne? Kein Beweisfoto. Oder Foto, Video. An meiner Welt hängt schon ein YouTuber und jetzt kommen 2 dazu. Oho, da muss man dann später Foto machen, wenn es soweit ist. Das muss mir mal zeigen, oh Gott. Scheiß Ton, ey. Go, 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 go. So, nach der Runde will ich ein bisschen weniger Damage sparen. Wie schmeckt dir das? Yes! Okay, wäre Kritz oder so egal gewesen. Haha, wie hat das geschmeckt? Boah, die habe ich weggebumst. Plaps. Tja. Weg mit der lieben Tante, ne? Obwohl, so lieb ist sie ja gerade gar nicht. Die wollte mich ganz schön ausnucken. Ah, Davi, gefällt dir das? Hey, that was a good one. You're doing great out here. Muramasa, what are you doing here? What's that? I just had a hunch that the little lady here could use some help, and I couldn't stand back and do nothing. You impudent little protecting mage with your trinkets. Ha! Did you think we were just going to roll over and let you walk all over us? Well, think again, you gluttonous pig! You dare to mock me like that? Naja, sie hat schon gewaltige Bubas, ne? You're damn right, Andrew. You're a pathetic excuse for tumbling. You don't care about protecting fairies at all. Ja, mach spätestens Montag dann, wenn Patafix kommt. Oh, Patafix, jetzt geht's los hier. Das sah aus, als würde ich kurz Ninja-Training machen. Ey, Foxy, wisst ihr, was mich das erinnert? Ich hatte doch so einen Moment, der auch urkomisch war, ne? Das war... Da hat auch keiner Video aufgenommen, aber ich habe danach gestunken wie ein richtiger Widerhupf, ne? Ich war das eine Mal, war mal bei meinen Eltern im Dorf, da hatten wir so einen Teich und da hast du einen Fluss, der von abgeht. Und da hast du wie so einen kleinen Staudamm und da hast du einen T-Stahlträger, der drüber geht. Und da hast du nur kleine Bretter und ein bisschen Zwischenraum dazwischen, also jetzt nicht großartiges. Auf der einen Seite hast du halt flaches Wasser, wo es abfließt, und auf der anderen Seite hast du komplett Schlamm, ne? Und wir sind ja früher sogar auch mit Fahrrad drüber und all, wir waren total bekloppt, ne? Und da, wo ich da mit meinem Kumpel da war, bin ich wieder zurück rüber, also ich bin schon vorher immer rüber und bin zurückgekommen und hab so ein bisschen gewackelt und hab mal hier so getan, so hey, guck mal hier, ich falle, ne? Wollte wollte meinen Kumpel ein bisschen verarschen. Nur in dem Moment habe ich dann gemerkt, oh scheiße, ich falle ja wirklich, weißt du? Und das Geile ist auch noch Richtung Schlodder. Das ist dann wirklich, da hatte ich wie so ein Zeitlupe-Moment, ne? Und das war dann wirklich so wie so, ne, in den Schlodder fällst du jetzt nicht, ne? Und dann bin ich mit meiner mit der Hand noch mit den Fingerspitzen, bin ich noch an den T-Stahlträger gekommen, dann hatte ich einen Blackout und dann war ich auf einmal auf der flachen Seite. Also ich bin auf die gesetzte Seite gefallen, war ich am Ende. Ich bin eigentlich gar nicht dahin gefallen. Also
Und ich habe da richtig cool angelehnt an das scheiß Holzbrett, weißt du? Ich war so voll entspannt. Ich denke mir so, oh, was jetzt passiert? Als ob nichts passiert ist. Das heißt, was passiert sein muss, ich habe ein Salto durch diese kleine Lücke gemacht. Dann hat, ich sag mal, das Gehirn hat ja so einen Moment, wo es sagt, wenn so Gefahr oder so ist, setzt aus, damit du das halt nicht selber mitbekommst. Um sich selbst zu schützen, um den Körper zu schützen, ist das ja. Und im Moment hatte ich halt den Blackout und dann auf der anderen Seite, wo ich dann sozusagen drüben war, angekommen, hat mein Gehirn wieder gesagt, ja okay, du kannst jetzt wieder wach werden. Und ich habe gestunken, Mann. Ich war zu Hause, meine Mutter hat gleich gesagt, Dusche. Ich habe so gestunken. Du sollst doch nicht in die Kuhscheiße baden. Nee, das war so richtiger Schlammlöhrer war das. Ein Schlammlöhrer 3000, ey. So richtiges Brackwasser, also Brackwasser. You're just a mindless dog, following the queen's every order. You have no right to use the name of a knight of the round table. Sure, Sir Gawain could be overly serious, a bit of a teacher's pet, and sometimes he put a little too much trust in his king. But he was never just an unthinking beast who blindly accepted whatever his king told him, like you. For that matter, I know you're not really Gawain. Your true name was written on actor's recipe. Wie konnte bitte ein Dodo wie du fliegen? Also es war kurz, aber es hat funktioniert. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Es ist nur halt logisch, weißt du, weil wieso wäre ich sonst auf die andere Seite auf einmal gekommen, ne? Now you listen to me, and you listen to me good. Your true name is Bargus, Bargus the Black Dog, Duchess and Devourer of Thunderclouds. Now forget about the Queen's gift and stop pretending to be a knight already. Das gefällt ja nicht so, hä? Ey, aber der Dodo, ne? Der Dodo hat eine Rolle gemacht. Das ist so, als würde ich... Also, nee, das hatten wir kurz. Ach, guck mal. True Name, Bargus. Nice. Ich denke mal wahrscheinlich nur Tee nachfüllen. Komm's? Bestimmt gleich weiter. Yes. Bitte. Hallo. Klick. So, erstmal ein bisschen Tee nachfüllen. Geht gleich die nächste Runde los, oder was? Bargus, that's the name of the black dog fairy from English legend. Ich glaube, das sagt mir sogar so ein bisschen was. Das sagt mir, glaube ich, sogar ein bisschen was. So. It's supposed to have a glowing horn, the fiery eyes, and also said to be an omen of imminent disaster. That's right, that's apparently what I am in your proper human history. Thank you for reminding me of that loathsome fact, girl. You've tapped me through my head. Raps! But this changes nothing, you weaklings. Even with my true name revealed, I remain unchanged. I am a creature of the night, as far as I am concerned. Sir Gawain's morning light and numerous of the saint which take effect in daytime have only ever held me back. Das wollen wir mal sehen. I may be a fairy-eating beast, and I may have lost my gifted name, but I'm still a knight. My horn remains as devoted to the High Queen as ever, and I shall prove that by ending your lives with it, here and now. Was, wirst du jetzt Engländer oder hast Halsschmerzen, hä? Ich weiß von nix, ich weiß von nix. Ich war ja in Miami und ich habe einen Hai gesehen. Und die Leute, die da arbeiten, haben gesagt, ich kann mit ihnen ins Wasser. Und habe mich nicht getraut, dann haben die mich da reingeschoben. Das war weißer Hai. Oh Gott, nee. Tee, du Teesaufer. Ich sauf Tee. Und ein fucking weißer Hai. Willst du mich verarschen? Das ist doch gerade so ein richtiges fettes Vieh. Alter, weißt du, wie ich mir einscheißen würde? Ach, der tut schon nix. Der knurrt nur. Und beißt den Schniedel ab, oder was? Nee, aber Alter, vom weißen Hai hätte ich auch Schiss. Also ich bin alles, was so unter Wasser angeht, ist eh nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Da kommt da aber ein Hasenkötel raus. Was? Ho, hang on. I thought uncovering Baggy's gifted name was all we had to do to win.
Ja, ich glaub nicht so ernst. Ich geb dir gleich einen Kötelpaddy. Twice she even stronger now than she was before. Oh, now you're timid? You just live your whole life flying by the seat of your pants, don't you? Danach war ich auf Toilette. Ich glaub's auch. Komm doch her. So eine Abwehrreaktion, wie von so einer Seegurke. Erstmal anscheißen. Komm du doch her, Junge. No, I can't understand the ultra fields. I can't even measure Bug's magical energy anymore. I don't get it either. Revealing her true name was supposed to remove the changes to her spirit origin and make her weaker. But instead it's almost as if she... And now we can't afford to run away, but... Oh, it doesn't matter, retreat is not an option. We're going to defeat Barghest here and now. We have to take down at least one of the Tamlin, or we never stir the anti-Morgan fairies out there into action. And besides, it may not have lasted long, but I'm still a fairy king of Baryon, Lord of Wales. So please let me your aid, Altria, Imoto. Let's show this dog who trampled it over these woods exactly what weaklings like us can really do. Erstmal Tee trinken, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, ich gehe zur selben Strategie über, wie es vorher war. Single Target Archer. Wait. Das ist auch Single Target. Komm. Wieso so Baron vorne? Ach, die kann ich nicht mehr... Oh. Hallo? Kleiner. Hallo? Da. So, jetzt BBB, du. Wo ist mein Lieb? Nein, zu weit. Da. So, du. Und du. So. Angriff! Alter, so eine Seegurke macht doch lang nicht so viel Ekel wie dieser eine Schleim... Oh, der bei Angst literweise Schleim produziert. Oh, meinst du diesen Stinkefisch? Meinst du diesen ekligen Stinkefisch, der auch irgendwo als Delikatesse gilt? Oberon da! Minus! Oh, ich glaube, sie ist doch schwächer geworden. Der Hai war gruselig. Der hat an mir gerochen und war ein... Oh Gott. Oh Gott, ey, ich würde mir doch... Ja, Fall da, ey. Das hört sich extremst scary an, ey. Das wäre mir nicht. Das wäre extrem, Alter. Da wird mir das Herz in der Hose runterrutschen, sag ich dir. Warte mal. Oh, Baron, hier, komm. Nice. Wir fangen erstmal mit Baron an, hä? Warte mal, du bist nur... Oh, Alalis. Das ist gar nicht mal... Das ist gar nicht mal so doof, hä? Warte mal, was hat ein Baron für eine Fähigkeit? One? All. Ein ATK-Buff. Und Inflict Sleep. Oh. Interessant. Na, du kriegst das. Was? So ein bisschen Damage. Keine Ahnung, auf jeden Fall diesen Fisch, wenn der in Mengen transportiert wird und Angst bekommt, es danach aussieht wie ein übelsten Zwing. What? Oh Gott, Alter. Will ich das wirklich wissen? So, warte mal, du hast ja Arzt. Nee, heilen wollen wir nicht. Mach ich Stun? Nee, den Stun nehme ich mit auf. Wir machen du. Und dann nochmal immer hinterher. Let's go! Ja gut, nee. Ich weiß nämlich von meiner Mutti, die Nachbarin hat sich den mal geholt. Und der muss wohl so hart stinken, dass dir da halt schlecht wird. Und ich würde sowas nicht essen wollen.
Gut, oh. Oh. Oh, ich sehe da gerade was. No, ich hab den... No, ich hab da die... No. No, mein guter Damage. Nein. Also es sieht dann so aus, als ob 2000 Männer sich erleichtert haben auf der Straße. Ja gut, ne? Und der Hai hatte mehr Narben, als es möglich ist. Ja gut, ne? Die kämpfen ja auch untereinander teilweise. Ich hatte Tränen in meinen Augen, das war der schlimmste Tag, das glaube ich dir. Das glaube ich dir echt, ey. Das wäre mir auch, wie gesagt, also das wäre mir ein Erlebnis, das bräuchte ich echt nicht. Weil vor allem, das ist ja, das macht es ja eher schlimmer, weißt du, wenn du selbst schon auf sowas keinen Bock hast, weil du einen Bammel von so einem Scheiß hast und dann macht man so, das geht ja meistens dann eher nach hinten los, dass du noch mehr Schiss vor dem Scheiß bekommst. Oh, was haben wir denn hier? Aber richtig, Tanoshimi. Lock-on! Wenn ich schon das erste Mal verkackt habe. So. Aua! Au! Oh. Ey, das hat weh! Das hat richtig weh, Mann! Holy! Aber vor allem, ey, dass ich das verpeilt habe, dass der Baron muss als letztes machen. Holy, ey. Halleluja, warte mal. Ikimasu, hier. Aber sowas von, drauf da! Gut, voll verkackt. Genau, das wollte ich nämlich von vorne. Genau das hatte ich nämlich vor, Alter. Ich wollte die Zähne gesehen haben, dachte ich, schwirf an mich, ich glaube auch, ey. Glaube ich dir. Oberon ist fast im Eimer, Mann. Warte mal, was? Gott. Oberon ist richtig im Eimer, Mann. Ich will auf jeden Fall nicht Excalibur Vivian ruppen, das ist definitiv nicht der richtige Fall. Rein, Goodfellow werde ich wieder mit Feuer around Caliborn. Ich denke mal, das wird der Plan sein. Komm, hier. Mit der zweite Phase. Hoffe ich mal, ich hoffe, das reicht, ey. Solange man keine Panik kriegt und wie ein Fisch an Land sich bewegt, sollte das alles gut, ja. Aber Haifische können ja deine Panik riechen, ne? Die können das riechen. Ja, natürlich. Willst du nicht mit der Arme hin und her fuchteln, weil sonst könntest du den ja wütend machen. Und normalerweise greifen Haie ja nicht an. Normalerweise... Oh, wow, jetzt hat er echt noch überlebt. Jetzt hat er echt noch überlebt, Mann. Normalerweise greifen ja Haie wirklich nur an auf Verwechslungsbasis, weil sie denken, dass es Robben sind oder so, ne? Achso, nee, das hatte ich schon. Yarimas. Komm. Oh, wow, das ist nicht genug, oder? Das ist nicht genug, Mann. Komm. Ah, das gibt's doch nicht, Mann. Alter, ja, warum hast du nicht genug Damage? Natürlich, Mann, natürlich. Gut, dass ich geschützt war. Tschüss. Aber Mann, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Mann. Da waren 5 Haie und 3 Krokodile. Und ich war an dem Ja gut. Also das war auf... Hä, aber... Wo warst du denn da? War das eine Art Aquarium oder war das richtig in einem Fluss oder in so einem Meer irgendwie? Waren das dann Salzwasserkrokodile? Aber Salzwasserkrokodile sind so extrem. Was...
Das ist ja mal richtig übel. Mal. Itomo. Bitte sag mir nicht, die macht jetzt die Ulti voll. Das wäre jetzt das Schlimmste von Schlimmsten, wenn die jetzt die Ulti voll macht. Okay, macht sie nicht. Gott sei Dank. Gut, tschüss. Gut. So eine Aqua zu in Miami. Ah, gut. Na gut, dann waren die wahrscheinlich vielleicht auch vorher schon gefüttert. Also, ich sag mal, sowas machen sie ja nicht umsonst. Weil dann wissen die schon, dass wahrscheinlich nichts passiert. Aber trotzdem ist es halt richtig hardcore, ne? Counting over. Wir haben das wäre mir halt auch recht nichts. Und mal gibt's nochmal. Oh, schön für alle. Links habe ich nicht mehr. Und wir machen mal hier Counting over. Ah, sowas ist halt schon ganz schön mies, wenn die dich einfach reinschmeißen und. Also mir hat das ja damals mein Vater schon gereicht. Da waren wir halt im Zoo. Und da war mal in einem Krokodilgehege. Und der hat mich nur alleine da hochgehoben und so getan, als würde er mich so rüberwerfen wollen, so aus Spaß. Ne? Da war ich richtig sackig. Die Mitarbeiter, ich wiederhole, die Mitarbeiter haben mich rein. Ja, ich sag's nicht, ich hab's mir schon gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass das die Mitarbeiter waren dann in dem Sinne, weil normale Leute würden sowas ja nicht machen. Weil ich wette mit dir, die waren dann gefüttert, aber Alter, ich glaube, das ist ein Trauma fürs Leben, ey. Das wäre mir echt nichts. Absolut nichts, sag ich dir. Tausche ich auf Baron. Obwohl, nee. Obwohl, doch, ich habe ordentlich Crit-Sterne. Und Baron raus. Damage! Ich sehe gerade die Buffs von dir. Crit hoch. So. Ja. Und Damage! Ich will Damage sehen, und zwar jetzt! Ich glaube, da wäre ich richtig piss danach gewesen. Egal, ob nichts passiert wäre oder nicht bei mir von oben. Da wäre ich auch richtig piss. Holy, hält die aus. Ja, das tut weh, Mann. Das tut auch. Die wird heute eingelöscht. Die miese Tante hat mein Zorn gelöscht. Das ist immer Kacke. Das ist richtig Kacke. Das ist immer ultra Kacke. Das ist immer mega ultra Kacke. Mein Freund war dabei und der hat sich richtig erschrocken. Er dachte, ich glaube auch. Also ich hätte da nicht anders. Also ich wäre da richtig sauer gewesen. Ich sag mal, wenn wenigstens die anderen Bescheid wissen und dich damit dann so ein bisschen so Zwinker, es kommt gleich was oder so, ist, dass du so wenigstens ein bisschen darauf vorbereitet bist, dass du da nicht voll. Stell dir mal vor, du hättest da voll Panikmode drinne gemacht. Stell dir mal vor, du hättest da drinnen voll Panikmode gemacht hier. Da weißt du, dass die Amis und ihre Versicherungen da nochmal ein bisschen anders drauf sind als wie bei uns. Bei uns wäre es witzig, die hätten mal verklagt, Alter. Das kannst du bei uns gar nicht trauen. Halleluja, ey. Alter, wie viel Damage Buffs hat die denn bitte? Bitte, okay, er greift wieder ziemlich an. Ich hoffe, der überlebt das.
Jo, war ja am Arsch. いい鳴き声最高お待ちかねの Sakura Biel. Überlebt. So viel zu überlebst, Alter. 悪い代だ So viel zu überlebt hast. Oh, ich sehe da was. Nein, 僕の力じゃないさ So, ich hoffe jetzt, ich krieg den mit der Baron tot. Das ist meine große Hoffnung, die ich habe. 温かな夢 So, の話 wehe, 手作りですね du bist noch am Leben. 夢の傷跡 Komm. Stirb, Junge, stirb einfach. 眠りは避けられないものだ夜の帳朝のひばり誰だって夢くらいは見 Zeit spät, Mann. Oh, Sleep. 思い出より早く流星のように Oh, ich hab noch mal eine. Damage. リラックス Relaxu. Crit. 私の触手は残忍ですよ Komm, みんな Crit. 従いますけど Komm. 二つかになりなさい Das gibt's doch nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. この剣は法の立証ひざまずけ Und das nur, weil ich am Anfang das Ultimate nicht durchgelesen habe. やるじゃないですか Ist noch wer am Leben? Sind in Reihe? 猫の手のがま Bitte sag mir, dass noch wer am Leben ist. よかった Bitte sag. Ha! Das war ja so klar, Mann. Zum Glück habe ich Layla in Stones. Alter. Das ist ja richtig frech. Das ist ja richtig frech, Mann. Oh ja, Damage! Gut, also die Layla Stones haben, ne? Sonst wäre ich richtig am Arsch gewesen. So, aber das müsste jetzt eigentlich. 気が引ける Eigentlich könnte ich übertreiben, クウェ ne? ーブイングラロックオン Komm, wir übertreiben! Wir かわいそう übertreiben! かな スイミング Tod ist tot, Mann! あまりにも華麗 Babababababab. 柱とキレエクスカリバービビア Ich hätte eine bessere Aufstellung wählen sollen. Mehr was so Baron hätte unterstützt eher. こういうでもやめて催しbesser いい gekommen. ものですね Aber gut, dass wir die Dinger haben. Ich habe noch so viel davon. Ich habe die bis jetzt noch nie nutzen müssen, ne? Geil. Das ist das erste Mal in den ganzen Lostbelts, dass ich sowas genutzt habe. So. Weiter geht's. Ich hoffe, die machen das nicht bei anderen. Ey, komm, wenn die das bei dir machen, dann machen die das 100%ig bei anderen. Weg damit! Boah, Schmodder. Burning down forests, slaughtering helpless fairies. Is this how your queen treats anyone who defy her? None of you have any right to call yourself knights. Not one of you. Wow, you just skewered 2 of them at once. Impressive. Now I see why they say you've reached the limit of human ability. That said, this isn't like you. What happened to your usual calm? Aren't you supposed to be as big of heart as you are of body, to be both incomparable, though inconsistently logical? You're right. I'm a commander. I need to be as calm and collected as I look. Thank you for snapping me out of my rage, Muramasa. I don't see any more of the Queen's soldiers here. Gareth and I should be able to handle the search for survivors, so why don't you go help Altria? You've been worried about her all this time, right? It's written all over your face. Is it? Well, you know she has a tendency to let her feelings get the best of her sometimes, right? Nur so ein bisschen. And while Imoto's got a good handle on her feelings now, she's still just a kid. Someone's gotta make sure those two don't get into trouble. I might as well be an old man like me. Come on now, you don't look anything like an old man. Anyway, thank you for watching out for them. Sure thing. You can be pretty perceptive sometimes, huh? There's no one here, Percival. No fairies from the forest, no soldiers of the Queen's army. They're all gone. So it would seem, damn it. We were too late to stop them.
Come on, let's head circle westward where Altria's group was headed. Maybe find some survivors along the way. I can't come this far without saving at least one person. I just can't. Percival. Huh? Look out, there's someone behind you. At me? I don't see anyone, I don't sense. Oh God. There really was someone there. Oder ja, Quatsch, das ist immer noch Percival. There really was someone there. How did you see them, Gareth? That's amazing. I didn't see them exactly. I just saw that you would be in trouble. No, wait. There's something unnatural over there. It's a mirror. They're hiding behind the mirror, reflecting in the surroundings. They just run off into these trees. They're trying to escape. Get it, Percival. Leave it to me. Klacks, weg mit dem scheiß Spiegel. I can't believe you destroyed my mirror camouflage. Now my years as an assassin knight, I, Portune, have never made such a careless mistake. Der Typ! But then, I've not worked in 200 years. It didn't fail, I'm just a bit rusty. Still, I cannot believe a fairy saw through my camouflage like that. I'd better kill you, girl. I can't have you getting so lucky twice. Oh no, you don't, you coward! Help me out here, Gareth! I need you to be my eyes. Tell me where he is. You got it. I do my very best. Geht los! Oh Mann. Lass mich raten, der hat bestimmt im Welt die ganze Zeit drauf. Oder irgendwas. Und geht instant los! Ja, sure hit! Gareth, ja. Ja, was ist denn das für ein Buff? Reduce? Oh, okay. Muss ich mit Gareth angreifen, oder? Die hat nicht umsonst Sure Hit jetzt gerade drauf, oder? Wird wahrscheinlich... Komm her. Target up. Was ist das Target? Yourself. Polaris. Nee, das bringt mir nichts. Single Alley. Nee, bringt mir auch noch nichts. Nee, kann ich nächste Runde. So, ich würde mal sagen, let's go! Angriff! Yes! Was? Ah, das heißt, du müsstest theoretisch mit Gareth als erstes angreifen. Platz! Platz! Ja, gut. Macht er gleich wieder instant sein scheiß Camouflage. Und ich habe immer noch, warte mal, dann machen wir jetzt. Genau, Byakuyo. So, jetzt. Genau, MP Strength. Ganjo Nanode. So, hast du MP Gain? Na, brauche ich nicht. Yeah, das ist gut. Angriff! Genau so. Maidimas. Der Down, so gefällt mir das. Lupus. Boah, das macht kaum Damage. Ich hab das fertig gesehen. Macht kaum Damage, Mann. Ahaha. Kannst sagen, wie du willst, Mann. Ach, scheiß Mirror Camouflage, ne? Die Kack Mirror Camouflage geht mir auf den Sack. So. Jetzt Camouflage weg. Yes. Jo. Oh, das hat weh. Au, ey. Das ist doch zu kritten, Junge. Ich höre einfach nicht auf zu kritten. Warte mal, wie viele Runden ist das? Nur ein Target. Oh, wie viel? Das ist, glaube ich, nicht viel, oder? MP-Game. Komm. Tsubayai-Node. Damage! Okay. Toda! Was? Ja, genau.
Das wäre fast... Ach, komm schon, Mann. Ich hab keine Skills. Ich hab keine Kack-Skills, Mann. Oh Gott. 狙うぞ。 Komm. Daumen drücken. Yes. Okay. Oh, komm. Ah, verflucht. Warte mal. Krieg ich jetzt überhaupt noch tot? Wait, was? MP-Gain? Ja, aber MP-Gain. Aber krieg ich den überhaupt noch tot? Komm. Der erste müsste eigentlich daneben gehen. Willst du verarschen? Willst du verarschen? Willst du verarschen? Na gut, ich benutze gleich das nächste Leylight-Ding, Alter, willst du verarschen? Das ist richtig frech. Ja gut. Muss das mal wissen. Ja, komm, wisst was? Alter, richtig frech. Jetzt weg mit dem Typen, Mann. Lupse. Richtig frech. Ja gut, ne? Hätte ich das sonst so umdrehen sollen. Du hast halt nur das, was du mit denen hast, ne? Und der Randomness halt, ne? Oder was heißt thinking? The way things are going, my defeat is all but guaranteed. Damn it, of all the luck, why did I have to run into the one fairy in the world who can see me? He's getting away, Percival, but at least it looks like he can't turn invincible anymore. Ja, ich hätte eh mal mit der Gareth angreifen müssen und dann immer mit Percival, aber das wird ja nicht gesagt. It's real pain, alright? We should take him out now before... Oh! I can't believe my eyes. What's a proud knight doing in a panel Connolly like this? Aren't you supposed to be in Londinium right now? No wonder Her Majesty doesn't see the Round Table army as a threat. She just entirely lack the mindset necessary for a victory. You really are pathetical naive, Percival. You're Lancelot, the strongest Tamlin in Britain. Das kann aber losgehen. Ah, das kann ja jetzt lustig werden. Ups, ja, genau, das denke ich mir auch gerade. Oh, nur vorlesen. Nur vorlesen. Dann kann ich gleich mal mir noch ein bisschen was nachfüllen. Ja, komm her. Oh Gott. Bam bam bada bam 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 bada bam bam bada bam. Na na na. Wir bilden one auf die Tamlin und haben gleich den nächsten auf dem Hals. Und Black Lancelot auf den Arsch, Mann. There, how you like that, huh? It's been a long time coming. Don't you talk down to me, weakling. Das sagt die verloren hat. You would never have won without a Baron, Muramasa and the foreign mage. Shimoto said. Ja, das reicht doch, ist doch scheißegal. I know, but still. Bargest. You might have one knee on the ground, but I can tell you still have strength to spare. We could keep fighting if you like, but you really want to continue until we are all dead, you included? I've talked to you a few times now. Obviously that doesn't give me a complete understanding of who you are. But I know you well enough now to know that you are willing to listen to anyone you see as strong, which is why I want to talk to you about something now. You're an awfully chatty servant, aren't you? Very well, what do you have to say? Chaldea does not consider Britain our enemy. We have no intention of attacking it. Now that the Tree of Emptiness is gone, it's only a matter of time until it disappears anyway. But until it does, we think that the fairies who call it home should decide what happens to it. Britain is going to disappear? Ridiculous. You're making no sense at all. The fact that you are aiding the Child of Prophecy alone makes you an enemy of Fairy Britain. You're already attacking Britain. You're wrong, Bargest. We're helping the Child of Prophecy save Britain.
The real invader here is Morgan. She and Beryl God have no intention of saving you or any other fairy, just like she didn't bother to do anything to help Norwich. Morgan isn't going to do anything to stop the Great Calamity, even if it means letting every single fairy in Britain die. Know why? Because she means to use the Great Calamity to invade our world. But you've already figured that out, haven't you? No matter what reasons Morgan might have for doing this. The fact is, if she gets her way, countless fairies are going to suffer and die. You're right, I can't deny any of that. Then join us, it's not too late for you to... Nah, don't mock me. Just because I accept what you are saying it's true, doesn't mean I accepted you. If you mistake me for a friend and get too close to me, I cut you down where you stand. Have you forgotten what I've done here? Now I have a question for you. You claim to be trying to save Britain, yes? But Beryl told us Chaldeans insist yours is the only way and have destroyed many other worlds. If that's true, then it must be why you came here in the first place. You say you're not going to attack us because we are already doomed? That's not the same thing as saving us. Let me ask you this, Imoto. You may answer as well, wise and fair servant. The child of prophecy, I can understand. But why would outsiders like you yourselves protect fairies like us? You did so in Norwich, and you tried here today as well, even though you could have just let him die. Well, no, I couldn't have. I know their world will be gone soon. But I don't want to let what might happen tomorrow ruin today. Easy there, Bargest. It's obvious you don't really want to kill us anymore. Why not call a truce with them? Hell, I'm still technically one of Jadir's enemies myself. If there's something you really want to do, letting yourself do it isn't such a bad idea. Was geht jetzt ab? Bargest, don't tell me she's turning into Morse. No, wait, that's not it. What's going on? My name. My name. Don't call me by my name. What in the... Huh? Was passiert jetzt? Bargest, look out! What the... Baggy, did you really just protect Imoto? Baggy? Bargest? Baggy? Ist das jetzt ein Spitzname? What were you thinking? Why would you try to help me? Are you trying to get yourself killed? Come on, this is blushing. You were aiming for me, weren't you, Portune? What's the meaning of this? Don't you take the tone with me, Bargest. I'm the one who's angry here. Not only did you dare to entertain these outsiders' ridiculous notions, you even defended the foreign mage. This is treason. If you wish to prove your innocence and your loyalty, now will be your only chance. Kill that human. Go on, it should be easy for you. All you have to do is hold your close and break your neck. Ich glaube, es ist vorbei. I can't do that. Not after she tried to help me. I see. The Night Queen's wrath will be swift and mighty, foolish black dog. Good luck falling asleep tonight. Oh crap, he's getting away! Shouldn't you go after him, Bargest? Won't you be charged with treason if he makes it back to Camelot? It's alright. I did what I thought was right, nothing more. Should the Night Queen choose to punish me for that, then I shall accept my fate as a knight. Traitors lending your aid to the Child of Prophecy. My mission to eradicate Oberyn's home, the Autumn Woods, is complete.
Jo, muss leider auf. Gute Nacht. Jo, bye bye. Schlaf dir schön, Foxy. Und schön, dass du reingeschaut hast. Mach dir noch einen schönen, entspannten Abend. Bis dann, bye bye. Man sieht sich bestimmt die Tage mal, wenn du Bock hast. Also ab Samstag bin ich halt auch wieder ab 16 Uhr unterwegs. Genauso hier auf YouTube, Kick und Co. I will probably be relieved of my position once I return to Camelot. But that is also proof that Tamlin Gawain has been bested in battle. Victory is yours, Round Table. I'm sure the other fairies will be delighted by this news. Oh Mann. Die ist eigentlich voll in Ordnung, auch zu einem gewissen Maß. Ja, Bargus is gone and the battle is over now, but... Well, however things turned out, at least Forest is quiet now. And the fact that we managed to beat one of the Tamlin is no small achievement. I'm glad at least one good thing came out of this. Baron, I think I'd like to be alone for a while. Would you mind heading back without me? I need some time to say goodbye to everyone individually. Okay, we go on ahead and wait for you at the carriage. Come on, Imoto, let's give him some space. Yeah. Oh man. Poor Baron. Oh good, I'm glad you're all okay. Huh, where's the Baron? I don't see him anywhere. He's going to be a little late, so we're going to spend the night here while we wait for him. What about Percival and Gareth? We're right here. We've been resting up while we waited for you. Was zur Hölle ist bitte mit... Was mit Lancelot passiert? We're locked everywhere, but I'm afraid there were no survivors. I'm sorry I couldn't be of more help. Say, you should have seen Percival out there. He chased off Lancelot. Oh, jetzt geht's los. Lancelot? That bitch was here too? Damn it, now I wish he had stayed with Percival. I need to pay her back for tossing me into the pit before I leave this Lostbelt. So there were two Tamlin here then? Did you actually chase Lancelot away? No, I didn't. Gareth was giving me too much credit. The truth is, she basically let us go. As soon as she'd confirmed that the fire had been put out, she flew off towards Camelot. I'm a human. There's nothing I could have done to strike a dragon fairy like her from the sky. I know what you mean. We've seen Lancelot's incredible mobility for ourselves. He's just as fast and agile in flight as the records I've seen of Enkidu from Babylonia. Oh Gott, Enkidu, hör mir mit Enkidu auf, Mann. I'm sure she's the most beautiful fairy in all of Fairy Britain after all. That said, even she could only move so fast in the forest, with what all this, the trees getting in her way. That's the only reason I was able to hold out against her as long as I did. Gott sei Dank muss sie nicht den Kampf machen, ey. Still, it's impressive you managed to fend her off. Even a certain alter ego I know was helpless against her. Do you have any other combat data about her we could use? Hat er erstmal would anstatt could gelesen. We basically know nothing about her right now. Did anything stand out to you while you fought? Did she say anything about this atrocity? Well, actually... No, nothing noteworthy, I'm afraid. All I could do against her was defend. Right, Gareth? Yeah, I guess so. But it was still an amazing battle. Oder irgendwas haut nicht hin. Irgendwas werde ich nicht erzählen. On a different note, I'm a little worried about a Baron. I'm sure he'd get over the shock in time. But burying that many bodies would have to wear on anyone. Maybe I ought to go help him. Huh? Why would you bury them? What do you mean? Why would he bury them? Would you only cremate bodies here? Either way, we can't just leave the bodies that rot. We've got to make a grave then. You really don't know, Murder Master? I guess you don't either then, Imoto. Now what? Was weiß ich denn nicht? That's right, I don't know how it is with fairies in your world. But here in Britain, when we die, we just stay how we are. We don't decompose, we don't rot. We change form and then stay there forever. Human bodies rot, so we do cremate those, but fairy bodies are just abandoned to the earth. Look over there, see all those fallen trees? Those are fairies who reach the end of their lives.
All of Britain is composed of fairy corpses. Wir laufen auf Leichen. Wir laufen erstmal auf Leichen rum. Blimps, so. Oh, mehr zum Lesen. Juhu! Blab, blab, blabs, yeah. Ha! I can't believe a proud knight like myself has to flee. This has to be one surprise after another. Child of Prophecy and Foreign Mage were supposed to stay back in Londinium. Lancelot didn't obey her orders. Gawain only burned the forest. No, she's just Vargas, the Black Dog now. I have to report her betrayal to Her Majesty. In that circumstances, she'll understand why I had no choice but to retreat. But the biggest problem is that girl who saw through my camouflage. I should have made her tell me how she did it, but the damn Percival got in my way. Well, no matter, at least I know where to find her. As soon as I've reported back to Her Majesty, I go to Londinium and... What the... Oh, what is this? What's going on? My legs, they're being eaten away? Ja, ich glaube, das war noch von erster. You know, I know you. I recognize that horrible cursed scent. I smelled it during the war against the Moors. No, this can't be. You're supposed to be dead. The High Queen. I have to tell her. The High Queen. Uck. Uck. Schnups, schnups. Weg ist er. Ja, gut, ne? Die hat die Viecher auch nicht umgebracht. Aber ziemlich kurz für Vorlesen. Ich hätte gedacht, das geht länger. Bling. Ah, guck mal, hier sind wir. Blimps. Noch mit zum Vorlesen. Avalon La Fée Fragment. Ja dann. Mr. Knister, Fair Area 400. Back when Britain's Tree of Emptiness still stood intact and whole. Marsh was enjoying a peaceful respite with Ask and Totorot at their forest camp. Though still bewildered by how simultaneously similar and different their surroundings were, she told their new companions everything she could about her experiences in Fey Britain. So that's everything I know about the Isle of Britain in the land of Fey. Does that help? Ask, is there something wrong with her? Don't be rude, Totorot. She isn't lying, she's telling us about the distant future. So in the future this place is called Frey Britain. A queen named Morgan unifies all the clans. And there's a figure known as the Child of Prophecy as well as invaders from proper human history. Oh, I'm sorry, invaders is too strong of a word. Forgive me, I'm still processing everything you've told me. No, it's okay, I can't blame you for thinking of us that way. Anyway, does this mean you believe me about coming here from the future, Esk? It's a lot to take in, but I can mostly tell you're being honest about it all. Part of me doesn't want to believe it, especially regarding the Child of Prophecy. You said she's the savior reborn, the next fairy destiny to save Britain. If there's such a person in the future, that means... well, it means I'm going to fail. Yeah, and there's no way Ask's gonna fail this time. She's gonna bring peace to Britain, you see. This Mirror Clan fairy doesn't know what she's talking about. You're right, Totorot. I do have to make sure I succeed this time. You help me, won't you? You bet I will. I'm always happy to help girls who are doing the best. You said your name's Smash, right? You've got a bad luck showing up when you did. If you want my help, you're going to have to wait until I've finished making Esk happy. That's fine. Thank you, Totorot. I know I can count on you. Mash, if you don't have anywhere else to go, you can stay with us. But if you do, I'd like you to promise me one thing. If you want to return to your own time, you shouldn't say anything else about the future. Alright, is that because intervening in the past could end up changing the future? Something like that. I doubt anything you say or do here will have any effect on the era of the High Queen. But there could be fairies in here, the Fey era, where the Tree of Emptiness is still intact, whose destinies could end up warped. Ah, so nothing I do here will have any effect on the era of the High Queen? What do you mean by that?
Hold it, Mesh. That's getting into the future again, right? Alright, of course. I shouldn't even talking about the era of the High Queen anymore, should I? That's right. I'm saying this more to protect your destiny than ours. When you go back to your own time, you can't bring back any knowledge that would create the paradox. The larger the paradox, the larger the resulting gaps in your memory will be. You don't want to lose your precious memories, right? So it's better if you avoid discussions of the future as much as possible. That being said, I really have to question the High Queen Morgan's judgment in handling calamities by sending them back to the past. If you hadn't defeated the calamity of Norwich in the future, then we would have found that giant hand thing you told us about in the beach instead of you, right? Talking about close call, if it had been that thing we encountered, we might have lost the Knight of Londinium who finally just appeared. And since you've had those out more than I can possibly say, Mesh, thanks to you and this immortal person saving us from that battle. Our own battle should go much more smoothly. That's the battle you're fighting as the savior of Britain, right? Is that the battle from year 4000 of the Fair Area, or of the War of Summer from Fair Area 2000? What year is it right now? The War of Summer happened in Fair Area 10,000. But the only war that took place in year 2000 was the Yard dispute between the Earth-Wind clans. Back when Britain was a lot smaller than it is now. Oh wait, I think I understand. Those year numbers must be backwards. The time meshes from oh god, years backwards, starting from the first year of the era of the High Queen. It may keep things simpler if you just talk about past events in terms of how many years ago they happened. The War of Summer took place 1600 years ago, which would make it Fae Area 2000 from your perspective, Marsh. It was a massive invasion perpetrated by Ireland, the Isle of Shadows. It was the second attempt by the Northern Fairies to invade Britain. They were led by Queen Mab, who worked a human army like slaves. That was a really close call, wasn't it, Totodot? It sure was. They almost killed every clan in Britain. I don't know what we would have done if it hadn't been for you and the Black Knight, right, Black Knight? True, Queen Mab was a very powerful fairy. Wer bist du denn? And it's not just because she had Albion's protection. She also had primordial strength about her that that the Southern fairies simply don't possess. Ask managed to buy us some time, but if she'd really wanted to wipe out the clans, there was nothing we could have done to stop her. But then, just as Mab was on the verge of victory, she proposed a truce out of nowhere. She then went on to occupy the vacant throne left behind by the Rain clan in Orkney and became the lord of the entire northern region. I see. Thank you for filling me in. By the way, may I ask who that is? This is Sir Black Knight, my escort. He and I have known each other for a long time now, haven't we? Indeed, ever since you first became a public figure. Ask and I have fought side by side for over 2000 years now. I don't know how much more I can take, even with this undying body. Succeed or fail, I really hope this is your last attempt to save Britain. Don't worry, it's going to work this time. All we have to do is make sure the coronation goes smoothly. I guess that's true. If this doesn't work, then nothing will. After 10,000 years of fighting, the clans have finally agreed to live peacefully under Britain's new king. Though I still find it hard to believe that a human of all people succeeded at unifying the 5 clans. Still, I suppose it makes sense, since fairies would never submit to another fairy's rule. Only we'd realize it sooner. Wait, hold on. Did you just say Britain has a king? And human no less? That's right, Mab's still grumbling about it though. She says she's much better choice for Britain's king than some human. You know how proud Mab can be, Totodot, and that's not even mentioning what happened with the War of Summer. But anyway, we're getting off track. Right now, Mesh, we're in what you would call Fair 400. Which I guess means that this High Queen Morgan will appear 400 years from now on.
I know I shouldn't think about it, but it's really hard not to. And now Usa is human, so he only has 10 more years left at most. So does that mean his heirs will inherit the throne for a few generations until Morgan emerges to assume the throne in 500 years? Is that even possible? I guess you don't know either, huh? Ask. Still, at least it sounds like this new king is successful at keeping peace between the clans. War Morgan nicht die Tochter von Usa? After all, in the Fey Britain I know there's almost no inter-clan warfare whatsoever. I'm sorry, there I go talking about the future again. That one was fine, Mesh. It's still within the margin of error. Anyway, there's still peace in the future, huh? That's good to hear. Up until now, Britain has been plagued for millennia with endless turf wars between the clans. To see that fighting end with our generation would be absolutely wonderful. It's all thanks to us, Miriam, and the Wing Clan and Usa's correlation army given the Earth, Wind and Fang and Mirror clans. What for? Only draw us with map of the King Clan. To know that maps marrying Usa to unify the nations, the two of them together might just be invincible. Yep. Though I do feel just a little bad for Map since Usa so obviously loves you, Ask. Don't be silly, Totoro, of course he doesn't. Besides, once I see Uta take the crown and accept the bone bell from the clans, I'm going to go back to paradise. I think Usa and Map make a great couple too. I'm sure the two of them ruling together will bring peace to Britain for the next 400 years. Let's not get ahead of ourselves. We still need to ensure the coronation of Londinium goes smoothly. Why aren't you using the cathedrals in Salisbury for that, Ask? Isn't there far more history to be found there? Londinium may be an invincible fortress, but it still smells of blood. It's bound to attract Moors. If you ask me, Salisbury is still the safer choice. Num num num. Maybe, but Salisbury is also closer to the pit. That place worries me more. No one in Britain knows what's at the bottom of the pit. No, the fairies of Britain fear it too much to even go near it. I'm the only one who can investigate what's inside, but it's much too deep for me to do so alone. If only there was someone brave and strong with magical energy to match a fairy, someone who wasn't from Britain but was still willing to help, then I could go investigate, right? Gibt bestimmt mal. Na, dann bin aber mal weg hier, bye bye Tori, schlaf dir guten Träume schön, jo, danke, wünsche ich dir auch. Ich werde wahrscheinlich auch nur noch die Runde hier zu Ende machen und dann, ja, also die Runde jetzt zu Ende lesen und dann wahrscheinlich auch so mich ins Bettchen schmeißen dann so langsam. Now, ja, ich frag mich bloß, Ask, what is it? Of course we do have someone like that now, hooray! Change of plans everyone, we're going to the pit right now. Mash and I are going to finally uncover the truth behind the greatest mystery in Britain. Mund auf. Okay, ich glaube, ich kann doch noch eine Runde. Das war ein bisschen schneller als gedacht. Flaps. Salisbury. So, machen wir jetzt Feierabend, oder? Eve of the Decisive Battle. Ach komm. Das eine mache ich noch und dann nach. Avalon La Fey. Eve of the Decisive Battle 1. Lecker. Bling bling. Blingeling. Tintigar's bell of pilgrimage, which I've been hearing constantly for 16 years, rings in the distance. It's a crude, roughly iron bell that looks nothing like the bells it's based on. Embodies the wish that the child of prophecy will one day grow strong and set off on her journey. Tintigar is a coastal village located north of Cornwall. It's a small, insignificant place. Both the High Queen and the clan heads tend to forget it exists. Asta, I brought you a new book. It's about etiquette for the upper class fairies. You should study it now, so that you'll be ready when you leave for the castle one day. Let's see, do you mind if I put it, if I put the table there? By the way, have your Fey markings grown yet? You're still 16 years old and only 2 more years, you know. I'm getting a little worried. Your journey is going to be hard enough as it is.
I see you working hard again today, Caster. You're so diligent, dedicated, and innocent. Play just as hard as you study. You always find whatever it is the village needs at any given moment. The other fairies could learn a thing from you, two from you. Just seeing you in action fills us with hope. Still, I'm afraid it's going to be difficult to pay this year's tax. Thankfully, we should be able to squeak by thanks to all your help. But at this rate, I'm worried Tynticle may cease to exist by the time you turn 16. What are we going to do? Why must you be so very? I swear none of these fairies have any tact. I guess that's what happens when you live past your prime. Well, there's nothing wrong with saying when you don't like something. In fact, you should say so. Don't you agree, Caster? I mean, you don't want anyone treating you differently just cause you're the child of prophecy, Asa, right? So come on, let's do something fun. The Elder's not gonna mind if you just hang out for a little while. Did you hear there's a merchant caravan coming this way from the east road? Maybe you can get musical instruments from Gloucester. If they have any, I'm sure they'd sell to you. I mean, you're the child of prophecy. Or have you been growing? One of the older fairies was saying you grow and change over time, unlike the rest of us. It's so weird to think about it, but I guess it's better that way. With the magic energy you have now, you couldn't even survive against a single black dog. So hurry up and grow as much as you can, okay? Until then, we'll keep you safe. Bambada, bambada. Everyone had such high hopes for me. It was a tiny village with no future, but they all believed in me, even though I didn't deserve it. Ling-a-ling-a-ling. I'm sorry. I'm so weak. I'm sorry, I couldn't be stronger. Jetzt ich hab's mir schon gedacht. I'm sorry I couldn't protect our village. What's wrong with this village? Told them it was futile to fight back, yet they still tried to resist. Did I go crazy? Forget the tentacle fairies, find the child of prophecy. Ich glaube, wenn hier einer verrückt ist, dann ist es Woodwoos. We've embarrassed ourselves enough as it is. If you let her escape now, I'll never be able to face High Queen Morgan. His voice was like thunder. It was the first time I'd heard the truly powerful fairy roar with anger. I was too scared to even try to fight. All I could do was run away by myself crying. I'm sorry, Grandpa. I wish I could have stayed there with you. No! Grandpa, no! It only took half a day to make it back to Salisbury. This new carriage is so much easier to pull. And now that we are fighting against the Queen, I have no intention of obeying the speed limit anymore. Ja gut, kann er Vollgas geben? At this pace we could make it back to Londinium before sunset. What would you like to do? I don't think there's any rush. Seconded, I need to get out before my poor back and butt shudder completely. I could use a bracer too. I think I might be getting a little motion sick. But servants get motion sick? Then why don't we rest up at Mike's restaurant? I've been wanting to talk to him about something anyway. How about you, Percival? I'm going to continue on to Londinium. I'm sure the Child of Prophecy will be welcome in Salisbury, but I don't think the same can be said for the command of the Round Table Army. What you talking about, Percival? There's a resistance movement in Salisbury too, right? Why don't you just work together? It's not that simple. The Round Table Army and the Salisbury Rebel Army are different organizations. They may be similar, but their goals aren't quite the same. Especially since Aurora is still publicly presenting herself as being on the Queen's side. If you did anything to hint that she's sympathetic to the Round Table Army, she'd be squished like a bug, clarinet or not. Yes, that's true, yeah, but ain't it kind of bad luck to just be sitting on the sidelines at this point? Not at all, Lord Muramasa. I wouldn't expect Lady Aurora to choose anything else. Anyway, Conry is telling me she still has plenty of energy, so I'm going to go on ahead to Londinium. Na dann, galopp, galopp, galopp.
Na, na, na. Oh, beloved child of prophecy, oh, valiant child of prophecy. Courageous save of Norwich, equal of the Queen and Camelot. Oh god. She's going to rebuild Londinium and defeat the Tamlin. Damn, that's hell of a festival going outside. You're start, we are before the fights now. Oh, well, I just as soon as not to be even means having pancakes with my face on them. The worst part is they're prettier than I am. I swear, what is it about wind clan fairies that make them so good at getting under your skin? Luigi, you're finally back. Where are you? You said you were only going to be gone a little while, but it's been over 2 weeks. Oh, but never mind that. An important thing is, you're back. I've got so many things I want to show you. I made a whole new menu. I've been getting along better with wind clan fairies. And I'm even hanging out with humans now. It's been really busy, but I'm having so much fun. Hey Mike, sorry for making you a worry. Still, don't you think you might be trying a few too many things at once? You're the kind of fairy who concentrates best when you're on your own, so I think you'd be better off sticking to one thing at a time. You think? Well, maybe you're right, but one's just not enough anymore. After all the amazing things you taught me, Da Vinci, everything else just pales in comparison. Ah, jeez, how can I scold you after complimenting like that? Sorry, Modo, but I need to stop by the kitchen and taste test Mike's new recipe. Just hope he hasn't used any overly strange seasoning this time. By means, take your time, we just be resting up in the back. Nice to see Da Vinci's got a friend, but more of an apprentice really. She said she's got to know him while she was wandering around on her own. At least it means we can come and go as we please. That does make it perfect for having secret meetings here at this quiet little back table. Baron? Yeah, I've got something serious to discuss. I know you all kept quiet about this after we left the Welsh woods, and I appreciate your consideration. But then time is not on our side. Woodwoo's army still has Londinium surrounded. If you're going to defeat them, yeah, we're going to need the katana. Would you make me one, Muramasa? Huh? I'm grown, man. I can't keep fighting with a tree branch forever. And your katana's so cool. Hey, ich sag nur Bär und ich dachte, du bist ein Archer, Mann. Do you think it'd be okay if I wore one on my waist too? Hey, nuts. You don't carry a katana for looks. Besides, isn't iron dangerous for fairies? Don't worry, it would just be for show. I never actually use something that dangerous. That's worse, you dumbass. I'm not gonna help you be a damn samurai cosplayer. The most you're getting out of is a bamboo sword. Oh, Baron. It's good to see your Baron feeling better again, isn't it, Imoto? Yes, it is. It sounds like a joke, but he's really serious about his katana idea. How could you do this to me, Muramasa? You're even stingier than I thought. Did you forget how you only beat Bargis with my help? That's got nothing to do with this. I can give you a katana when you don't even know how to use one. I gotta admit you were pretty good in that fight though. When you said you weren't much good in the fight earlier, were you just being modest? Well, yes and no. I don't like pain, and my abilities make me much better at serving in a support role. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, wo ich dann aus Versehen Invisible gemacht habe und kein Damage mehr gemacht habe. Plus, I didn't really want to draw attention away from the Child of Prophecy. If she thought her companions were more capable than she was, Attribution probably would have slunk back to Tintagel long ago. So I decided to avoid the limelight until she started feeling a little more confident. Good point. I probably would have just gone back to Tintagel if you had, yeah. See? At any rate, that was one of my foray into combat. I wasn't myself back there. The foreign mage is supposed to guide the Child of Prophecy, not me. I'm not going to overstep my bounds anymore. From here on, this battle is for the two of you to fight. Besides, now that the Welsh forest has been burned down, my part in all this is probably just about over. Oof. A Baron? Guys, Mike just told me some big news. What's with all the long faces? Did you already hear about it from Patreon or something? No, we haven't heard anything. What's this all about, Da Vinci?
Well, some of the refugees from Norwich who escaped to Salisbury headed off to Londinium this morning to join the Round Table army. Oh. Is it because we defeated Gawain? Yep, apparently news of that defeat has already made its way across Britain. I have an idea or two about who might have gone around spreading that rumor, but never mind that for now. The important thing is that people are starting to really put their faith in the child of prophecy now. The enemy thinks the Round Table army is just going to stay holed up in Londinium, but if we can muster enough fighters to go on the offensive, we can defeat Woodwoos before the Queen sends reinforcements. Exactly, though only if you keep getting more fighters from across the country. And if you're going to make that happen, we got only one option. Can you do this for us, Baron? Of course, besides, you guys have already met the criteria Aurora laid out. All that's left now is for her to hold up her end of the deal. So let's go get your reward for saving Norwich. Nice, nice. Bling. Aber ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall am nächsten Donnerstag weiter. Oh Gott, ich bin... verschwitzter Rücken, jo. Aber wirklich wieder eine schöne Runde. Endlich, vor allem mal endlich wieder ein bisschen FTO weitermachen. Oh, das hat sich schon wieder so lange hergeführt und ist eine Woche ausgesetzt. Richtig schlimm. So, wieder lösen wir noch die Belohnung ein. Ja. Ganz viele Fuß. Kotz. No. Meine. Kotz. So, wir haben uns auf Fragmentos. Yokoso! Nein, oh Gott, jetzt heißt du nicht ausreden lassen. Mesh auch nicht. Richtig frech. Aber jo, war auf jeden Fall wieder schön, dass ihr mit reingeschaut habt. Wir werden uns auf jeden Fall zu einer normalen Zeit wieder am Samstag wiedersehen. Geht dann 16 Uhr wieder los mit einer... Natürlich mit Tokidoki. Mit Tokidoki geht's dann nämlich weiter. Mit dem 7 Age Pirates, ne? Ich glaube, wir machen die Story dann sogar zu Ende. Und ja, und dann schauen wir einfach mal allgemein, wie das dann am Samstag noch weitergeht. Wahrscheinlich ein bisschen 7 Days. Und wir schauen einfach mal, ne? Also, ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Macht's gut, Leute. Bis später. Tori out. Bye, bye.